Leute, bis vor kurzem konnten wir uns für 9 Euro gerade mal einen Burger und einen Bubble Tea gönnen. Aber jetzt reichen 9 Euro für viel mehr. Für ein ganz neues Lebensgefühl. Für Gelsenkirchen, Sylt in nur 9 Stunden. Wann hat man mal die Chance, nach Sylt zu fahren? Für Hier ist ja so billig. rein theoretisch ist das hier die Reicheninsel. Rein theoretisch, aber über Pfingsten ging der Punk ab in Westerland. Prost aufs 9-Euro-Ticket. Du bist mit dem 9-Euro-Ticket hier. Jawohl. Hey. Damit will uns die Regierung finanziell entlasten. Ihr merkt ja selbst, Lebensmittel und Benzin zum Beispiel sind gerade echt teuer. Bus- und Bahnfahren geht dafür jetzt für 9 Euro im Monat. Aber mit dem günstigen ÖPNV ist es wie mit Corona oder mit dem guten Teint. Nach dem Sommer sieht es wieder echt mies aus. Nach August gelten wohl wieder die alten Ticketpreise. Aber warum ist das so? Müssen wir mit dem ÖPNV dann wirklich wieder back to normal? In anderen Ländern und auch in einigen deutschen Städten kosten die Tickets schon lange viel weniger oder sind komplett kostenlos. Ich würde mal sagen, ein bisschen mehr Sylt für alle ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber ist auch nur meine Meinung. Ein Freifahrtschein für alle und immer, das klingt durchaus nach Schlaraffenland. Stimmt das wirklich? Ist ein günstiger ÖPNV nice to have, aber komplett unrealistisch? Oder könnte es das 9-Euro-Ticket bald für immer geben? Klar, am Wochenende mit dem Regio an den See oder eben nach Sylt, das ist nice. Aber auch im Alltag kann das 9-Euro-Ticket richtig was verändern. Die Sache ist nur, nicht alle können das so machen. Für viele ist die Frage nämlich nicht, wohin soll ich fahren, sondern wo ist der Bus? Der Bus mit den Leuten, die Nerven aus Stahl brauchen. Viele von euch kennen das. Gute Nerven im ÖPNV braucht man besonders auf dem Land. Je weiter draußen man wohnt, desto schlechter ist oft die Anbindung. Und steigen halt viele einfach ins Auto. Zum Beispiel diese junge Familie. Wir sind einfach aufs Auto angewiesen. Alleine durch die Verbindungen, durch die Zeiten, wann die Busse, Züge fahren. Also wir kommen jetzt auch aus einem Dorf, wo gar kein Zugverbindung da ist. Wir müssen definitiv mit dem Auto oder mit dem Bus fahren, bis wir überhaupt an den nächsten Bahnhof kommen. Aber auch in der Stadt sind gefühlt alle genervt von der ÖPNV-Experience. Das Stresslevel steigt spätestens, wenn man mal einen wichtigen Termin hat. Ich fahre regelmäßig Bahn und bin eigentlich meistens frustriert, weil es nicht funktioniert. Gerade heute Morgen ist meine S-Bahn wieder ausgefallen. Also ich bin jetzt schon eine Stunde zu spät. Immerhin erfährt man bei manchen Fahrten noch interessante News. Der Jens Spahn hat schon wieder im Supermarkt die Preise angehoben. Die Expertenrunde in der S-Bahn ist heute wieder ganz stark besetzt. Aber mal Real Talk, S-Bahn, davon können viele nur träumen. Wer da wohnt, wo kein Bus oder keine Bahn um die Ecke abfährt, oder nur eben super selten, der fährt eben vor allem Auto. Und im Vergleich zu Dörfern gibt es halt nur so wenige Metropolen. Aber selbst da, wo Bus und Bahn fahren, gibt es ein dickes Problem. Nicht alle können sich die Tickets leisten. Der ÖPNV kostet teilweise richtig viel Geld. In Berlin zahlt man für eine Monatskarte normalerweise 86 Euro und in Hamburg sogar 114,30 Euro. Und klar, für Familien ist das alles nochmal teurer. Für eine 4-köpfige Familie in Stuttgart kostet aktuell der öffentliche Verkehr, wenn man es hochrechnet, in etwa 180 Euro. Mit dem 9-Euro-Ticket werden es 36 Euro sein. Ja, jetzt. Aber warum ist der ÖPNV normalerweise eigentlich so teuer? Muss das wirklich so sein? Um das zu verstehen, muss man sich anschauen, wie die Ticketpreise zustande kommen und wieso sie in jeder Stadt unterschiedlich sind. Das liegt an den Organisationen, die für den Nahverkehr in Deutschland zuständig sind. In den meisten Regionen sind das Verkehrsverbünde. Und das sind richtig viele. In Deutschland gibt es mehr Verkehrsverbünde als Trainerwechsel bei Schalke, seit es die Bundesliga gibt. 75 Stück. Und für diese Verkehrsverbünde sind hunderte Unternehmen am Start. Die betreiben Busse, Bahnen und Regios. Und das kostet Geld. Logisch, das Ganze ist eine ziemlich komplexe Aufgabe. Dichtere Takte, attraktivere und digitale Angebote, moderne klimaneutrale Fahrzeuge, aber auch explodierende Energiepreise, Fachkräftemangel. Das sind die größten Herausforderungen. Damit das überall möglichst gut klappt, gibt es eben die Verkehrsverbünde. Und was machen die? Jeder Verbund checkt, welche Verbindungen, Takte, Fahrzeuge und so weiter in der jeweiligen Region benötigt werden. Und wie teuer das ist. Wir müssen zur Arbeit, wir wollen aber auch wieder zum Geburtstag, wir wollen wieder zu den Großeltern, wir wollen die Menschen in unserem Umfeld besuchen. Wie viel das dann kostet, entscheidet sich im nächsten Schritt. Die Verkehrsverbünde schreiben dann europaweit aus. Verkehrsunternehmen bewerben sich dann darum, den ÖPNV in so einem Verkehrsverbund zu betreiben. Wer das beste Angebot macht, hat den Job. Deshalb fahren im Regionalverkehr auch nicht nur Züge von der Deutschen Bahn,
Die muss sich nämlich genauso bewerben. Wieso das im Fernverkehr zwar theoretisch auch so ist, aber in der Praxis doch ganz anders läuft und oft echt mies, das könnt ihr euch hier nochmal anschauen. Das Geld, das über die verkauften ÖPNV-Tickets eingenommen wird, deckt knapp die Hälfte der Kosten für den Nahverkehr. Den Rest müssen die Kommunen und die Länder ran schaffen. Aber nicht alleine. Der Bund gibt jedes Jahr eine Finanzspritze von über 10 Milliarden Euro dazu. Okay, aber wenn der Bund jetzt schon so viel in den ÖPNV pumpt, ist das 9-Euro-Ticket dann nicht vor allem eins? Ein riesen Geldfresser? Es ist vor allem aber eine Riesenchance. Eine Riesenchance für die Verkehrsverbünde, viele Neukundinnen und Neukunden von ihrem Angebot zu überzeugen. Es ist eine Riesenchance aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, die wir einerseits entlasten, aber auch herausfordern, ihre bisherigen Mobilitätsgewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen und einfach zu ermutigen, mal was Neues auszuprobieren. So sieht das zumindest die Ampelregierung. Aber wenn der ÖPNV in 3 Monaten wieder so teuer ist wie vorher und auf dem Land weiter keine Busse fahren, wie soll man denn da seine Mobilitätsgewohnheiten umstellen? Sollte nicht besser das ganze System umgestellt werden? Weniger Wettbewerb unter Betreibern? Mehr Support vom Staat? Zum Beispiel mit dem 9-Euro-Ticket für immer? Bei der Recherche bin ich da auf Vorbilder gestoßen, zum Beispiel Luxemburg oder Wien. Da ist der ÖPNV wesentlich günstiger oder sogar kostenlos. Da frage ich mich, wieso ist Deutschland nicht wie Luxemburg oder Wien? Ich sag mal so, Teile von Deutschland haben sich zumindest stets bemüht. Die Idee, Busse und Bahnen in Deutschland kostenlos oder wenigstens günstiger zu machen, ist auch bei uns nicht neu. Absoluter Pionier in Sachen kostenloser Nahverkehr, Templin. Schon 1998 hat das 16.000 Einwohnerstädtchen das Busfahren komplett kostenlos gemacht. Wenn es beim Stichwort Templin jetzt irgendwo klingelt, genau, das ist der Heimatort von Angela Merkel. Die saß damals aber schon als Umweltministerin in Berlin und wohl nicht mehr im Gratisbus. Aber auch ohne Merkel war die Aktion in Templin erstmal ein echter Burner. Innerhalb von einem Jahr sind 5-mal so viele Leute Bus gefahren wie davor. Das klingt wie aus dem sozialistischen Wunderland. Glück auf, gute Fahrt und schöne Reise. Naja, so gut das auch angekommen ist, nach 5 Jahren war das Ganze zu teuer. Aber auch heute kann man in ein paar anderen Städten kostenlos mit den Öffis rumfahren. Zum Beispiel in Pfaffenhofen in Bayern. Die Stadt liegt voll in einer Autoregion. Statistisch gesehen besitzt da sogar schon jeder Säugling ein Auto. Die 2000 neuen Fahrgäste, das sind nicht nur ehemalige Autofahrer, die auf einmal bekehrt wurden und jetzt mit dem ÖPNV fahren. Da sind Schüler dabei, die vorher zu Fuß gegangen sind und jetzt kostet der Bus nichts, da fährt man 2 Haltestellen mit dem Bus. Da sind Fahrradfahrer dabei, die vorher bei Wind und Wetter den Weg zum Bahnhof in Kauf genommen haben. Pfaffenhofen ist also immer noch voller Autos. Und weil der Gratisbus für die Stadt so teuer ist für andere Sachen kein Geld mehr da. Für große Kulturhallen und Theaterbetriebe haben wir kein Geld übrig. Gratis Busfahren, dafür aber nicht mehr auf Konzerte gehen können, auch kein guter Deal. Was mir die beiden Beispiele zeigen, wo es den Nahverkehr umsonst gibt, da wird er auch angenommen. Aber bei den Kosten wird es in den Kommunen und Städten eng. ÖPNV für lau, da müsste der Staat wohl deutlich mehr Geld reinbuddern. Kostenloser ÖPNV. Das klingt sympathisch. Aber allein das Wort ist irreführend. Es ist nämlich nichts kostenlos. Wer wird das Ganze bezahlen, meine Damen und Herren? Finanzieren wird es natürlich der Bürger über Steuern und Abgaben. Aber jetzt mal raus aus Deutschland. Es gibt in der EU sogar ein ganzes Land, in dem Bus und Bahn nichts kosten. Und das ist Luxemburg. Wenn wir einen neuen Bahnhof bauen, dann ist das nicht einfach nur ein Bahnhof für den Zug, sondern es wird auch immer darüber nachgedacht, wie wir den Bahnhof mit dem Bus- und Tramfahren, dem Fahrradfahren und zu Fuß gehen verbinden. Für die Mobilitätswende hat sich Luxemburg also ein Gesamtkonzept überlegt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Glauben Sie ernsthaft, dass sich der gut verdienende Autofahrer mit Tiefgarage am Unternehmenssitz hier in Berlin-Mitte durch die Ersparnis von 80 €, das ist nämlich der Durchschnittspreis eines ÖPNV-Monatstickets in Berlin, dazu bringen lässt, morgens um 7:30 Uhr in einen völlig überfüllten U-Bahn-Waggon oder S-Bahn-Waggon zu steigen, den er sich dann im besten Fall auch noch mit Partygästen der letzten Nacht teilen muss? Es reicht also auch nicht nur, die Tickets günstiger zu machen. Das hat auch die Stadt Wien erkannt. Da kann man sehr günstig fahren. Für 365 € geht es das ganze liebe lange Jahr quer durch die österreichische Hauptstadt. Ja, servus! Dazu kommt, vor der Einführung des 365-€-Tickets wurden in Wien jahrelang die Streckennetze ausgebaut. Außerdem fahren die Bahnen zu Stoßzeiten alle 2 bis 3 Minuten. Und
Autofahren ist in Wien ziemlich unsexy geworden. Die Stadt hat viele Parkplätze gestrichen und gleichzeitig die Parkgebühren erhöht. Wer trotzdem mit dem Auto fährt und es in der Stadt parkt, spült damit ordentlich Cash in die Kasse. Und mit den Einnahmen finanziert Wien das 365-Euro-Ticket. Der Plan geht auf. Nach der Einführung des 365-Euro-Tickets ist die Jahreskartenzahl enorm gestiegen. Aktuell stehen wir bei 820.000. Das ist mehr, als es seit 2015 angemeldete Autos in Wien gibt. Also vielleicht doch nicht ganz umsonst mit Bus und Bahn fahren, dafür aber sehr viel günstiger? Ist das 9-Euro-Ticket für immer dann nicht vielleicht die Lösung für Future Deutschland? Einige deutsche Kommunen fordern jetzt genau das. Günstiger Nahverkehr, aber Open End. Und auch die Linke will mehr. Wir wollen das 9-Euro-Ticket bis 31.12.2022 verlängern, damit eine wirkliche Evaluation möglich ist. Vor allen Dingen sollte in dieser Zeit ein vernünftiges und angemessenes Finanzierungskonzept für eine wirkliche Mobilitätswende mit guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten vorgelegt werden. Von einer Verlängerung des 9-Euro-Tickets ist zwar noch nicht die Rede, aber auch Verkehrsminister Wissing von der FDP will den Boom ums günstige Ticket nutzen. Einheitliche Tarife, verkehrsverbundübergreifende Angebote, das ist auch für die Kundinnen und Kunden ein echter Mehrwert. Menschen leben nicht in Tarifzonen. Menschen wollen von A nach B. Günstiger, schneller, unkomplizierter also. Da hätte man ja vielleicht auch schon vor dem 9-Euro-Ticket draufkommen können, oder? Tja, dafür hätte der Staat in der Vergangenheit deutlich mehr in das Schienennetz investieren müssen, sagt der Verkehrsforscher Martin Randelhoff. Man muss sagen, das Geld für den Betrieb ist gar nicht mal so das Problem. Also Züge fahren zu lassen, das können die Länder eigentlich gut finanzieren mittlerweile. Die größte Restriktion ist die Infrastruktur. Es ist einfach physisch nicht mehr möglich, mehr Züge auf der bestehenden Infrastruktur fahren zu lassen. Und dafür muss man ausbauen. Und das ist teuer und das dauert vor allem Jahre. Und man muss auch sagen, viele Züge waren zu Stoßzeiten schon vor dem 9-Euro-Ticket maßlos überfüllt. Eins scheint daher klar zu sein: Damit in Zukunft mehr Leute vom Auto auf die Bahn umsteigen, muss der Nahverkehr nicht nur günstiger, sondern besser werden. Es geht um kurze Taktzeiten, es geht um moderne Fahrzeuge, es geht um bequeme Umsteigemöglichkeiten, es geht um eine einfache Tarifstruktur und digitale Tickets. All das würde den ÖPNV viel, viel attraktiver machen als die angebliche Kostenfreiheit. Jetzt haben wir in Wien gesehen, dass es Sinn machen kann, gleichzeitig das Autofahren unattraktiver zu machen. Deutschland macht eher das Gegenteil. Über die Hälfte der Verkehrsausgaben sind noch 2020 für neue und bessere Straßen draufgegangen. Dieses Jahr will die Bundesregierung erstmals mehr Geld für Schienen als für neue Straßen ausgeben. Wenn ich jetzt den öffentlichen Verkehr attraktiver mache, also kostengünstiger mache, darf ich nicht zur selben Zeit auch das Auto, also hier den Benzinpreis subventionieren, um den auch wieder günstiger zu machen. Genau das macht Deutschland gerade. Looking at you, Tankrabatt. Von dem Geld, was der Staat für den Tankrabatt raushaut, könnte er locker die geplanten Investitionen in die Schiene finanzieren. Man muss aber sagen, das 9-Euro-Ticket kostet den Staat auch ordentlich was. 2,5 Milliarden Euro Steuergeld für das 9-Euro-Ticket. Das ist ein Viertel dessen, was der Bund jedes Jahr für den gesamten ÖPNV der Länder zur Verfügung stellt. Und was könnte man nicht mit diesem Geld in dem Bereich alles gestalten? Rechnet man das aufs ganze Jahr hoch, würde das 9-Euro-Ticket den Staat 10 Milliarden Euro kosten. Davon ist dann aber noch kein Euro in die Infrastruktur geflossen. Denn was bringt mir ein 9-Euro-Ticket, wenn bei mir keine Bahn fährt, kein Bus oder diese nur selten fahren? Und hier kommt auch der ländliche Raum ins Spiel. Dann sind Menschen weiterhin aufs Auto angewiesen und das kann keine Lösung sein. Leute, ich will ja nicht die Stimmung runterziehen oder die Syltsause crashen. Mal gucken, was auf uns zukommt. Schön Kurtaktik sein. Wir machen uns heute gar keinen Stress. Aber anstatt dem 9-Euro-Ticket für immer sehen einige was ganz anderes auf uns zukommen. Nach 3 Monaten, 92 Tagen, wird das Geld von den Verkehrsbetrieben wieder reingeholt. Durch höhere Preise natürlich. Der Verband der Unternehmen, die den ÖPNV betreiben, rechnet damit, dass die Tickets nach dem Sommer sogar teurer werden als vor dem 9-Euro-Ticket. Der Grund dafür sei, dass die Gelder vom Bund, die das 9-Euro-Ticket finanzieren sollen, nicht ausreichen würden. Die Betreiber der Bahnen und Busse müssten sich ihre höheren Kosten über höhere Ticketpreise wieder reinholen. Ist das dann also das Aus für das 9-Euro-Ticket? Zumindest hat es eine Debatte über den ÖPNV ausgelöst. Und wie es jetzt weitergehen soll,
Dafür liegen verschiedene Optionen auf dem Tisch. Kurz im Schnelldurchlauf, das wollen jetzt die Parteien. Die Linke fordert langfristig einen kostenlosen Nahverkehr für alle und will mehr Geld in den ÖPNV stecken. Die Ampel ist da zurückhaltender. Prinzipiell wollen SPD, Grüne und FDP erstmal, dass mehr Leute auf die Öffis umsteigen. Dafür sollen Strecken ausgebaut, Kapazitäten erhöht und das ganze System vereinfacht werden. Und die Ampel will das 9-Euro-Ticket als Test nehmen. Sie erhofft sich dadurch besser zu verstehen, wer wann wie überhaupt den ÖPNV nutzt. Die Union dagegen will erstmal Piano machen und die Schienennetze weiter ausbauen. Mit dem 9-Euro-Ticket wäre da nichts gewonnen, findet sie. Ich danke allen Busfahrern, Lokführern und Suchbegleitern für ihren Einsatz für den ÖPNV tagtäglich. Nicht die Ampel, sondern Sie sind die wahren Helden des ÖPNV. Sie sind die Klimaschützer in unserem Land. Die Kosten für den Staat finden CDU und CSU auch zu hoch. Ein besserer ÖPNV soll für die Union nicht auf Kosten der AutofahrerInnen gehen. Die AfD wiederum will zwar ebenfalls das Schienennetz ausbauen, aber gleichzeitig explizit AutofahrerInnen vor Schikanen schützen. Angebote wie das 9-Euro-Ticket lehnt sie ab. Für 30 Cent pro Tag von München nach Rügen oder von Stuttgart nach Sylt. Das klingt wie aus dem sozialistischen Wunderland. In was für einem Land wir in Zukunft wirklich leben, wird sich also auch im Bereich Verkehr zeigen. Kauft das 9-Euro-Ticket, fahret auf der Schwäbische Eisenbahn von Stuttgart über Ulm nach Biberach und erholen Sie sich von strapaziösen Inselleben auf Sylt in Oberschwaben oder am Bodensee. Die Ampel kann den Trend hin zu einem besseren Nahverkehr wenden, auch wenn es dann noch Jahre dauern wird, bis genügend Schienen verlegt und smarte Konzepte wie in Wien auch in Deutschland Realität werden. Fazit, es kann doch nicht sein, dass manche Dörfer komplett abgeschnitten sind vom ÖPNV-Netz oder dass die Innenstädte mit Autos überfüllt sind, weil Parken günstiger ist als Bahnfahren. Das muss so nicht sein. Der Staat könnte viel mehr Geld in die Schiene und den öffentlichen Verkehr stecken. Viel zu lange ist das nicht passiert. Es kommt jetzt also darauf an, was die Ampel aus den Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket macht. Damit nicht nur Punks öfter nach Sylt fahren können, sondern alle Menschen mobiler werden und unser Verkehr klimafreundlicher. Was meint ihr? 9-Euro-Ticket für immer? Eine gute Sache? Oder wird da richtig viel Geld verbrannt? In die Kommis damit. Rund um die Uhr zuverlässig und immer für euch da, unser Abo-Button. Klickt hier und abonniert uns. Die Partei unseres Verkehrsministers struggelt nicht nur in Sachen Schienenausbau, welche Baustellen es bei der FDP gerade noch gibt, erkläre ich euch in diesem Video. Und in dieser Reportage hat sich das Y-Kollektiv mal angeschaut, wie weit manche Menschen fürs Gratisticket gehen.